Wir freuen uns jetzt sehr auf Ihre Impulse. Ich möchte Ihnen noch einmal ganz kurz vorstellen, Herr Dr. Sören Gickler ist Senior Digital Innovation Specialist bei der Europäischen Kommission und wir freuen uns sehr auf seine Impulse zum Thema Enabling the Digital and Green Transformation. Bitte sehr. Herzlichen Dank zunächst einmal, dass Sie mich eingeladen haben. Auch herzlichen Glückwunsch zu dem KI Champions, was ich eine absolut fantastische Initiative finde. Und jetzt zu dem Thema, und die Frau Ministerin hat es ja schon bereits angesprochen. Die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit ist, glaube ich, die Herausforderung unserer Zeit. Es ist aber auch die Möglichkeit, die Chance unserer Zeit. Und worauf ich mich jetzt wirklich ganz kurz fokussieren möchte, ist die Schnittstelle. Genau die Schnittstelle zwischen digitaler und ökologischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Transformation. Als erstes wollte ich erwähnen, das ist wirklich kein neues Thema. Also jetzt ist es zwar besonders aktuell, aber ich kann mich erinnern, ich habe schon im Jahr 2002 in Oxford darüber Vorträge gehalten und mit Sabine Alkaya, einem Kollegen, diskutiert. Wir haben auch ein Buch veröffentlicht zu dem Thema, schon 2004 habe ich schon darüber veröffentlicht. Aber jetzt ist es eben so brisant. Und das Erste, was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, dass digital wirklich durch die ganzen Sektoren geht, durch alle Branchen. Es ist nicht nur wegen der Mobilität. Es ist nicht nur Energie. Nein, es geht um die Landwirtschaft. Es geht um Innovationen durch alle Sektoren. Und hier spielen die KMUs, die kleinen und mittleren Unternehmen, eine enorm wichtige Rolle. Und hier können wir sehen zunächst mal, dass als nächstes, so ist jetzt Digitalisierung ein Problem, ja, für die Umwelt, oder ist es die Lösung? Das erste ist, dass, ja, es ist wahr, dass wir immer mehr Energie verbrauchen, auch wegen der Digitalisierung. Aber bis jetzt ist es nur 2-3% der Grünhausgasemissionen werden durch digitale Technologien verursacht. Aber wir wissen auch, dass dieses bis zu 14% ansteigen könnte, wenn wir jetzt nicht aktiv werden. Also es gibt zwei wichtige Themen. Das erste nennen wir Green ICT, also da ist praktisch die Digitalisierung grün und nachhaltig ist. Und das zweite Thema ist, wie wir die Digitalisierung und digitale Innovationen zum Klimawandel, zum Klimaschutz eben benutzen können. Und das wissen nur sehr wenige, dass eben 15-20% der Grünhausgasemissionen also vermieden werden können durch die Nutzung von Digitalisierung. Und hier ist die ganz große Chance, die wir jetzt haben, die wir aber jetzt nutzen müssen. Und deshalb ist für uns in der Europäischen Kommission, wie gesagt, Digitalisierung und auch Klimawandel, die zwei top wichtigsten Prioritäten. Hier das nächste, nur ganz kurz, die Innovationen, also so wie Blockchain, KI, Supercomputing, geben uns einfach ganz neue Möglichkeiten, um die Nachhaltigkeit der Wirtschaft, aber nicht nur der Firmen, auch der Haushalte und der Familien und der Gesellschaft praktisch wesentlich zu verbessern. Aber wir brauchen ein absolutes Umdenken. Wir brauchen neue Businessmodelle, Geschäftsmodelle. Wir müssen mehr Risiken nehmen und eine große Herausforderung, die wir doch in Europa haben, ist, wie wir eben unsere fantastische Forschung und auch die Programme, die Sie hier zum Beispiel vorstellen, jetzt besser kommerzialisieren können und Scale-up, also die nächste Phase. Und hier ist ein wichtiges Thema die Finanzierung, speziell Risikofinanzierung, Venture Capital und auch Patient Capital, damit wir eben den Firmen, die Innovationen fördern, eben langfristiges Kapital zur Verfügung stellen können, damit sie diese Innovationen fördern. Hier, wie gesagt, das ist die über grüne ICT mit Datenzentren und so weiter. Auch 5G ist ja eine sehr große Chance, die wir nutzen sollten. Und hier ist jetzt das mit, wie wir eben digital für
für die Nachhaltigkeit nutzen könnten. Deshalb haben wir jetzt von der Kommission mehrere Flagship-Initiativen lanciert. Das erste, wir haben alle ganz eng mit der deutschen Bundesregierung zusammengearbeitet während der EU-Präsidentschaft und jetzt ein richtiges Commitment von 24 EU-Memberstaaten und Norwegen bekommen. All andere Mitgliedstaaten werden jetzt auch beitreten, eben um dieses als sehr wichtiges Priorität auf dem europäischen Niveau anzuerkennen und auch mit konkreten Aktionen voranzutreiben. Jetzt, was können die Firmen tun? Und hier haben wir die European Green Digital Coalition lanciert in Mitte März. Und hier, wir hatten eine fantastische Reaktion der Firmen. Über 30 CEOs, auch aus Deutschland, SAP, Deutsche Telekom, Siemens, nur ein paar zu nennen. Auch kleine Firmen wie Shift GmbH haben sich sofort bereitgestellt und eben diese Initiative zu unterstützen. Um was geht es hierbei? Hierbei geht es um eben die Firmen neutral, also klimaneutral zu machen bei 2040. Hier sehen Sie jetzt auch die Unterzeichner dieser Initiative. Wir arbeiten jetzt auch ganz eng mit vielen KMUs zusammen. Und das zweite Hauptthema der Initiative ist eine Methodologie, also praktisch zu entwickeln, wie können wir eigentlich messen, ob eine Firma das erreicht oder nicht klimaneutral ist. Es gibt zurzeit keine sehr gute Art, das zu messen und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir auch diese als Tools benutzen. Zusammenfassend jetzt noch das Letzte. Das ist mir sehr am Herzen, die Investitionen. Wir sprechen über Innovationen, KI-Champions. Wir müssen mehr investieren in Europa. Wir sehen hier eindeutig, wir haben deshalb auch für KI und Blockchain den ersten europäischen Investitionsfonds aufgelegt, der jetzt über 1 Milliarde Investitionen erhält. Also die Firmen, die Startups erhalten über 1 Milliarde Investitionen, aber wir können wesentlich mehr machen, speziell auf dem Thema Digital und Clean Tech. Und hier sehen wir eben, dass wir innerhalb Europas leider noch einen Investitionskluft von ungefähr 6 Milliarden jährlich haben, weil der globale Markt ist ungefähr bei 16 bis 18 Milliarden Dollar. Und andere Länder, zum Beispiel auch die USA, immer noch wesentlich mehr in Clean Tech investiert. Ich möchte gerne noch mit Ihnen kurze Diskussion haben und herzlichen Dank erstmal. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Herr Dr. Gekler. Dankeschön für die kurzen Impulse. Das ist ja auch immer nicht so einfach, so ein Riesenthema so runterzubrechen. Wir stellen Ihnen jetzt dazu noch die ein oder andere Frage. Uns würde mal interessieren, welchen Herausforderungen und Chancen wir auch begegnen aufgrund des Klimawandels. Ja, ich denke wirklich, dass wir jetzt in den letzten 10 Jahren hat die Technologie so einen großen Sprung gemacht. Wir haben, wie Sie auch jetzt sehen, in diesen Anwendungen und den Champions, ja, also künstliche Intelligenz jetzt auch hier ist Baden-Württemberg ja ein Vorreiter in Deutschland und kann auch eine sehr wichtige Rolle in Europa spielen. Dass die Chance ist einfach hier, kleine, mittlere, ständische Unternehmen die Möglichkeit zu nutzen, Innovationen voranzubringen, Startups zu haben und eben aber diese Innovationen in eine gewisse Richtung zu steuern, wenn ich so sagen darf. Also zum Beispiel KI für Klimawandel, ja, also um den Klimawandel zu stoppen. Und hier, ich kann Ihnen ein ganz konkretes Beispiel geben, Blockchain. Blockchain gibt uns eine unglaublich neue Möglichkeiten, die Lieferketten, die Produktion, genau zu wissen, wo importieren wir. Importieren nämlich auch sehr viel CO2. Also wir können durch Blockchain die Transparenz von von Lieferketten enorm erhöhen und auch die Effizienz. Und das Zweite am Blockchain, Sie können den Emissionshandel, Sie haben von dem europäischen Emissionshandel gehört, aber viele wissen nicht, dass 75% der KMUs überhaupt an dem europäischen Emissionshandel gar nicht beteiligt sind. Zurzeit erreichen wir nur im Anführungszeichen, wenn ich sagen darf, Industrie und die größeren Firmen. Und da
kann man mit Blockchain zum Beispiel ganz konkret wissen, wie viel jetzt eine Firma Emissionen ausschenkt und der ganzen Emissionskette. Die Herausforderung, ganz kurz, ich glaube, die größte Herausforderung für uns ist Finanzierung, weil ohne Finanzierung geht's nicht. Wir müssen zusammenkommen, dass Fördergelder auch dann sehr gut genutzt werden für das Scale-up und dass wir wirklich unsere europäische Sie haben mal von Diversity gesprochen, dass wir unsere europäischen Stärken wirklich ausspielen und dass wir zusammenkommen, ja, in einer Initiative, wo die Regionen in der EU dieses vorantreiben, aber wir doch einen europäischen Ansatz haben. Und nur so können wir auch wettbewerbsfähig sein in der Welt. Und das ist die Chance. Noch mal ganz groß, das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, den wir haben können, wenn wir zum Beispiel einen grünen Microchip entwickeln, wie wir zurzeit planen oder daran arbeiten. Danke. Herr Dr. Gigler, erlauben Sie mir noch eine zweite Frage. Vielleicht können Sie die ganz kurz und knapp beantworten. Ja. Was sind denn die nächsten Schritte beim European Green Digital Coalition? Also bei der European Green Digital Coalition werden wir jetzt ein Sekretariat haben. Und dann möchten wir eben auch eng mit Baden-Württemberg und anderen Ländern zusammenarbeiten, damit wir dieses auch in die Tat umsetzen und dann diese Initiative auch sehr mit KMUs zusammenbringen. Wir haben jetzt die großen Firmen, wie ich erwähnt habe, Nokia und so weiter, Ericsson und Deutsche Telekom, aber jetzt geht es darum, dass mit vielen KMUs auch arbeiten möchten. Und hier arbeiten wir zum Beispiel mit Leaders for Climate Action aus Berlin zusammen, die auch mit Startups und KMUs arbeiten, um klimaneutral zu werden. Das ist also eine Einladung an Sie in Baden-Württemberg, vielleicht auch die Firmen, die jetzt hier an dem KI Champions teilnehmen. Sie können gerne an der Koalition sich beteiligen und wir können auch dann helfen durch unsere Kontakte und unser Wissen, wie man wirklich klimaneutral werden kann bis 2040. Herzlichen Dank.